Gibt ja Gold, so wie ich, diese hässliche Gold und dann... Das hässliche Gold. Meint der Non-Rare? Ich glaube, er meint Non-Rare, ja. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Eldos Malakos. Moin, Leute. Ja, Freunde, wir haben heute was richtig Geiles für euch. Und zwar werden wir jetzt gleich gemeinsam mit unseren Spielern die FIFA 22 Karten prognostizieren. Wir haben einige coole Spieler am Start und das Ganze wird so ablaufen. Wir haben jetzt zwei Spielerpärchen immer am Start, zum Beispiel am Anfang Emre Can und Kobel. Die werden dann gegenseitig ihre Karten predikten und am Ende wird unsere gemeinsame Karte auch mit eingeblendet, die Eldin und ich gemeinsam predicted haben. Und die werden dann einfach gegenübergestellt und dann vergleichen wir so ein bisschen. Das Ganze soll natürlich auch zur Unterhaltung dienen und wir sollen jetzt nicht hier jeden einzelnen Wert genau erkennen oder sowas. Einfach ein bisschen Spaß haben, reagieren auf die Jungs, was die da zusammen machen, was die fabrizieren. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam reinziehen, Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt reinstarten, Eldos, oder? Was sagst du? Fehlt noch irgendwas? Ich würde auch sagen, let's go, hast alles gut gesagt. Wir machen die Ratings zusammen, Stats zusammen. Und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, wir starten jetzt rein ins Video mit... Die ersten Kandidaten sind Kobel und Can. Was würdest du sagen, wo bist du in der Mannschaft mit Tempo, Schnelligkeit? Deine Meinung? Meine Meinung? Ja. Ich würde mich dann so eine Gruppe nach Earl. Das ist stark. Bester Name, muss man einfach sagen, Earl. muss viel hochgehen, die Karte. Sagen wir 85 Tempo. Guck mal, der Blick von Emre, Tempo. Viel, aber- 80? Okay, machen wir 80. wie der geguckt hat. Ich wollte schon, Dass eine ich 8 wollte schon vorne, loben. dass eine 8 vorne steht, muss sein. Schuss, glaube ich, ist viel zu wenig. Schuss ist viel zu wenig. Warst du einer der ersten Spiele, oder? Wo das Ding direkt reingehauen hast oben. War Glück, ja. War Glück? Ich Passiert nicht so oft. Ich glaube nicht an Glück. Muss hochgehen. Muss man schon eigentlich eine 9 vorne hin machen. Nein. Einfach Totzkarten, Toti Emre Can. Okay, warte. Mama eine 83. 83 hat sich Ja, gut. das passt. Eine 83 Schuss. Pass, ist sehr passsicher. Auch, dass diese 7 überall vorne steht, gefällt mir gar nicht. Ja, yeah, ist es jetzt, dass die so dieses... Es gibt ja Gold, so wie ich, diese hässliche Gold und dann... Das hässliche Gold. Meint der Non-Rare? Ich glaube, er meint Non-Rare, ja. Junge, geil, Alter. Sehr sympathisch, der Mann, Alter. Mit dem muss man auf jeden Fall mal ein Video aufnehmen. Kobel, wenn du das siehst, wir nehmen bald was auf. 85 auch, Stärke von dir. Super. Passsicher. Boah, das wird ein Hullet-Gang-Member. Das heißt, der hat alles über 80 safe. Was ist denn Dribbling aber? Anlaufen oder andribbeln oder keine Ahnung. 1 gegen 1 wahrscheinlich. 1 gegen 1 auslassen und so. Egal, wenn sie es schon machen, dann können wir es ruhig nehmen. Das geht schon, das ist in Ordnung. Defensiv und Physis sicher 90. Boah. Viel gepumpt jetzt, ja. Ist so, Physis ist so. aber höchste, Ist so, glaube ich, ist so. sogar. Physis muss man auf 90 hochgehen. Ja, stimmt, das ist der höchste Wert. Defensiv auch, sagen wir 88. Craig, du bist ein super Mannschaftskamerad. Wenn man so die Werte hier ansieht, dann muss es eigentlich schon, was haben wir hier, 85er sein. Boom. Das ist die Karte von Kobel für Can. Verrückt, Alter. Wie gesagt, Freunde, es geht hier um Unterhaltung. Natürlich wird auch mal ein bisschen übertrieben und so. Aber ist schon, stell dir mal vor, die Karte wäre so, das wäre schon krank, Alter. Heftig, wie die aussieht. Und jetzt, Das ist eine Endlevel-Karte. ich würde sagen, wir blenden euch jetzt mal unsere Prediction ein, wie wir denken, dass die Karte dieses Jahr ausschauen wird. Also eigentlich so ziemlich alles gleich geblieben. So, wir sind jetzt bei ein paar Werten mal mehr, mal weniger gegangen. Also es variiert ja immer. Ich glaube, EA macht selten, dass die Werte 1:1 gleich bleiben. Dann kriegt er mal ein Pace weniger, dann kriegt er ein Tempo, ein Physis mehr. Ist immer unterschiedlich, deshalb genau können wir es eh nicht sagen, Freunde. Ist wie gesagt eine Prediction. Und ja, so würden wir das sehen, oder? Sagst du da irgendwas anderes, Eldos? Nee, also wir sind auch nicht viel abgewichen vom letzten Jahr. Haben uns da ein bisschen orientiert und sind eben auch auf diese Karte gekommen. Mit 82er Rating sind wir geblieben. Aber Physis-Stat hat Kobel gut gemacht. Haben wir auch als höchsten Stat. Ja. Super Mannschaftskamerad, ne? Der hat mich überall höher eingestuft. Klar, ich bin jetzt 27, im besten Fußballalter. Oh, krass, er ist 27, Der ne? extra, um besser zu werden und ja, 27. ich hoffe, das ist bei mir auch der Fall, dass ich besser geworden bin als letztes Jahr und deswegen, ich würde mich freuen, wenn so eine Karte kommen würde, aber ja, wird man sehen. War 75 beim Hechten. Der denkt sich auch so. Was soll ich da eintragen? Muss alles auf jeden Fall besser sein dieses Jahr. Dachte auch alles, ja. 75? Nee, es muss schon viel besser sein.
Ich habe schon letztes Jahr Gefällt mir, in welche Richtung du gehst. ab und zu gesehen. Das ist schon so 80er, 80 schon gut davor. 80. Ja, 80 auf jeden Fall, 80. Wie lang kannst du den Ball schlagen? Ein bisschen nach dem Mittelkreis von gegnerischer Hälfte. Aber geiles Duo, die zwei, ehrlich. Harmoniert. Schwer zu bewerten. Also ja, bis ist ein jetzt sehr bisschen- lustig. Also Triple 80 haben wir unwahrscheinlich, aber 78 geht in eine gute schon Richtung Flex. eigentlich. 26 ist schon ein bisschen respektlos, muss ich Ja, sagen. ne? 26 ist sehr hart. 20. Weißt du, wie viel du läufst auf 30 Meter, 50 Meter? Ich war mal richtig schnell. Ich habe mal einen gehabt, unter 4 sogar. Aber ich glaube so 4, 4, 4, 1 sowas ist realistisch. Ich hätte Wir jetzt haben gesagt, 26 da stehen. 26 ist hart. Ich hätte gesagt 50 oder so, ne? Über 50. 60. Mach bitte eine 6 wenigstens hin. Ich kenne ihn dazu wenig, aber wenn er es mir sagt, vertraue ich ihm. Deswegen. Einfach mal 63. Ja, das wenn Tempo, man das 81. Tempo zieht mich ein bisschen runter, aber Das ist nicht wichtig für ein Torwart. Wir blenden jetzt unsere Stats ein. Ich muss sagen, Emre hat das echt gut gemacht eigentlich, ne? Also Ja, ehrlich gut gemacht, ja. stabil. Also wir würden ihm eine 80 geben, auf jeden Fall safe eine 8 davor. Super Saison gespielt aber ich glaube nicht, dass EA dem jetzt so ein krasses Upgrade nach oben gibt, wie hier Emre auf der Karte. Aber ja, natürlich machen die Jungs da ein bisschen Spaß, ne? Mit 63 Tempo und so. Bei Torwart ist immer Tempo niedrig. Aber sonst fand ich super Prediction. Sieht alles top aus. Ja, eine super Karte. Triple 80? Einfach Nee. Triple 80, ja. So, Freunde, wir gehen jetzt zu den nächsten Spielern. Und zwar haben wir jetzt Renier und Rafa Guerrero. Nee, ich bin gespannt auf dieses Duo. Ich auch. Ich hoffe, wir verstehen was. Die Position ist ja schon drauf, ne? Ja. Krass, der hat einfach LV-Karte bekommen. Haben wir auch eigentlich so predicted bei uns, ne? Steht drauf, LV. Kleiner Leak hier. Ja, ist schon ein kleiner Leak. Von LM auf LV. Ich würde sagen, wir blenden unsere Karte ein. Ja, das hier ist unsere Karte. Ey, das ist ja krass. Also die ersten zwei Werte sind ja komplett gleich. Tempo und Schießen. Passen hat er ihm eine 82 gegeben, wir haben 68. Lol. Also der hat, Du hast recht. ja, aber sonst eigentlich ganz gut. Physis und so haben wir 69. Defense hat er ein bisschen mehr bekommen. Ey, ganz ehrlich, sehr gut eingeschätzt von Rafa, ne? Ja, echt gut. Sehr, sehr gut gemacht. Aber meinst du, das ist jetzt ein kleiner Leak, dass der eine Silberkarte hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Weil vielleicht haben sie die einfach Kartendesign vom letzten Jahr genommen. Ja, kann auch gut sein. Aber echt- mal gucken. Gut predicted, ehrlich. Yeah, Renier is really fast. He's for sure more faster than me. After for the shot, he's really good also in front of the goal. For sure, he's better than last season. He trained a lot. And this is why I put 72. Also ehrlich, nochmal hier von uns, dickes GG, ne, an Rafa Guerrero. 77er Rating, wir haben 76er gegeben. Goldkarte, Pace und so gleich stark. Ja, mal gucken jetzt, Renier. Die haben gerade, glaube ich, gelacht, dass der so wenig Dribbling hat. Da haben die gelacht drüber. Er braucht viel mehr Dribbling. He wants to change. Der will was ändern und versucht mit Finger. Geht nicht, Edding. Wow! Der lässt einfach Karte fallen, bester Mann. Too fast, you see? Er ist zu fast, can you see? Okay, also wir blenden euch jetzt unsere Karte ein, was wir predicted haben. Also Pace hat er ihm 77 gegeben, ein mehr. Schießen Genau. hoch auf 85, also 6 nach oben. Passen auf 88 hoch. Okay. Also der hat schon auf jeden Fall einiges nach oben geballert. Vor allem auch Dribbling auf 90, krass. Guerrero kann schon krass dribbeln, auf jeden Fall. Defense 79, Physis 70. Hat schon gut hochgeballert. Also wird schon hinkommen auf eine 87er Karte. Aber ja, wir haben jetzt einfach mal die Karte auf 84 gelassen. Ja, Eldos, sag du noch mal Genau. was dazu. Genau. Wir haben sie auf 84 gelassen, haben ein bisschen was geändert, aber auf jeden Fall den Position Change haben wir gut gepickt. Position Change, ich hoffe, dass das da auch so stimmt. Und Y aquí el chute de Rafa para mí eres dos mejores de equipo y pase, no puedo hablar nada de pase porque sabe hacer uno, dos y me gusta mucho jugar con él porque tienes calidad y sabe. er hat gerade gesagt, ich mag es sehr mit ihm zu spielen.
Du hast aufgepasst in Spanisch und Ja, me gusta, ich mag. Muy rápido. Sehr schnell. Ja. Pensa muy rápido con la pelota y Ich glaube, sein Kopf arbeitet schnell. 90 para él. Y la defensa está mejor que este, está más fuerte y físico también. Y aquí 87. Fühlt richtig geschmeichelt, Alter. Nice. So, wir sind beim letzten Spiel angekommen und es ist jetzt ein sehr... Ich bin sehr gespannt jetzt darauf, auf die Karte, weil Yusufa noch keine FIFA-Karte hatte bis jetzt. Ja, Mann. Ich hatte ja letztes Jahr auch mit dem ein Interview gehabt und auch so ein bisschen geredet über seine FIFA-Karte und so. Und ich bin gespannt, was er sich jetzt geben wird. Ob er jetzt so just for fun so ein bisschen übertreiben wird oder das Ganze realistisch einschätzt. Ich bin gespannt. Also war auf jeden Fall sehr sympathisch, als ich ihn kennengelernt habe. Hab auch eine oder andere Fußball-Challenge mit ihm aufgenommen. Wer die verpasst hat, checkt die gerne aus auf dem FIFA-Kanal, Leute. Sehr geil gewesen. Und ja, ich würde sagen, Eldos, wir starten rein. Unsere Einblendungen kommen natürlich wie immer zum Schluss. Let's go. Boah. Allen hat 84. Ich würde sagen. Erling hat safe. Also, das war 87, letztes Jahr, glaube ich. 88. Ja, letztes Jahr hatte Erling 84. Was würdest du Erling dieses Jahr geben? 97. Und dir, Was? willst du dir denn geben? Er sagt 93, ich glaube 94. Boah. Ich würde. Ein paar weiß ich nicht, ja. Also, aber ungefähr würde ich. 84. Okay. Und schießen? 85. Okay. Ja. Was würdest du bei Passen geben? 55. Oh, Ey, aber guck, wie sympathisch er hat. geil, ey. Bei Dribbling? Ich würde 80 geben. Gut, ja. Und verteidigen? 35. Ey, wow, Ungefähr, eigentlich gut, ja. eigentlich gut eingeschätzt. Und physisch? Ja, ich sag 79. Also 79. Ja. Okay. Und als Gesamtwert für die Karte, deine erste FIFA-Karte, was könnte das geben? Ich hoffe auf 80, ja. Boah. Okay. Wäre eine geile Karte. Erstmal hier müssen wir sagen, Moukoko ist sehr cool drauf da. Ja, Mann. Ehrlich, dass er auch so lacht über seinen eigenen Stat und so, sehr cool. Dann würde ich sagen, blenden wir die Karte ein. Ja, Unsere Yusufa Moukoko-Karte. eine schöne 69er Karte hat er von uns bekommen. Also Pace natürlich sein stärkster Wert in unseren Augen. 88 haben wir ihm da gegeben. Sonst natürlich auch dribbelstark. Ja, wir haben einfach mal nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig gemacht. Also ich denke mal, könnte realistisch sein. Ich glaube nicht, Genau, dass, ja. ich glaub nicht, dass er eine 80er-Karte bekommen wird oder so, direkt als erste FIFA-Karte. Wäre auch sehr übertrieben. Wäre natürlich cool, keine Frage, aber wir kennen EA, ne? Und da wissen wir, dass da jetzt nicht direkt bei der ersten Karte so eine Stat rausgeballert wird, oder? Ja. Und wir haben auch vertraut auf Moukoko, wirklich, und an EA, dass sie ihm da was Cooles machen. Und ja, 69er Pace, bester Stat, ganz klar. Danach Schuss, danach Dribbling. Also ich finde, wir haben wirklich eine coole Silberkarte hier gemacht für Moukoko. Rare Silberkarte. Und könnte so eintreffen, muss nicht, hoffen wir. Ja. Hoffen wir, dass er eine coole Karte bekommt. So, Freunde, das war's dann an dieser Stelle auch vom ersten Prediction-Video. Wir haben auf jeden Fall sehr coole Spielerpaare mit dabei gehabt. Einige geile Ratings auch. Coole Sachen, die da predicted worden sind. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, am Ende wird das Ganze natürlich nochmal anders aussehen. Das ist nur eine Prediction von uns. Auch von uns beiden, auch von den Jungs hier. Und ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt ja auch mal gerne in den Kommentaren diskutieren, was ihr den Spielern vielleicht geben würdet für die kommende Saison. Vor allem auch Moukoko bei seiner ersten FIFA-Karte. Und ja, darum würde ich sagen, ich verabschiede mich. Eldin hat die abschließenden Worte. Wir sehen uns, Leute. Haut rein und ciao. Genau, Leute, lasst gerne hier ein Like da, Abo da, Kommentar da und kommentiert gerne euer Rating für Moukoko. Was ihr schätzt, euer Wunschrating, was ihr schätzt. Ich glaube, mit einer 69er sind wir dran. Aber wie gesagt, ist nur eine Einschätzung von uns. Und dann würde ich sagen, war's das von uns. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part. Ciao.